it's Christmas, when the snow starts to fall, then you know it's Christmas for the children above all. Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert und? Michael, der Kameramann, dabei, freut sich, Weihnachten. Genau, es ist dunkel und es wird hier nämlich richtig gemütlich und das ist unser Thema, eine kleine weihnachtliche, ein kleines weihnachtliches Dorf mit einer Amaryllis und das mit Gold selber gemacht. Genau, und das ist nämlich so gewollt, das finden wir sehr schön und das fügt sich super nämlich hier mit den natürlichen Sachen, die wir nämlich noch hatten, im Schuppen super mit ein, finden wir. Und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Die Sachen, die wir heute brauchen, die zeigen wir euch jetzt. Und dann fangen wir an, starten wir hier mit der Basis. Da habe ich eine Holzscheibe, die hat gute 30 cm Durchmesser, ich glaube so um die 33. Dann finde ich wunderschön immer die Amaryllis, die ist gewachst und zwar in weiß. Dann finde ich total niedlich, das sind diese Lichthäuser. Da habe ich gedacht, die beiden können wir vielleicht mit eindekorieren. Dann habe ich nochmal Steckmosi. Das Schlagmetall einmal als Blatt und dann habe ich aber auch diese nochmal als kleine Stückchen. Dann habe ich hier das Moos, das gepresste. Guckt mal hier unten in der Videobeschreibung, auf Hof Oelkers haben wir das. Dann habe ich nochmal die Anlegemilch und dann habe ich eine Schere, Seitenschneider und Pinsel und zwar einen weichen und einen etwas härteren. Und dann habe ich Zapfen, guck einfach mal, ich habe ja immer so verschiedene, genau, kennt ihr ja wahrscheinlich, die Filme schon öfter von uns geguckt haben, die Videos meine ich. Hier habe ich so ein paar Sachen, Sternchen und Zapfen in verschiedenen Größen, Zimtstangen und noch von den letzten Deko-Ideen, das habe ich jetzt noch im Schuppen gehabt, das ist von unserer Thuja, von unserer Kiefer und hier unten habe ich noch die Koniferen und Euphorbia, genau. Ach, ein bisschen Eukalyptus habe ich hier auch noch. Und ich würde sagen, diese schnelle Deko machen wir jetzt zusammen fertig. Und bevor wir anfangen, ist es natürlich am besten, bevor ich nämlich mit dem Steckmosi anfange, einfach zu gucken, wo man die Deko-Elemente haben möchte. Und ich würde gerne die Amaryllis nämlich vorne haben. Und ich hatte gedacht, diese Lichthäuschen, die kommen hier auf die Scheibe mit drauf und ich denke ungefähr, dass ich die im hinteren Bereich hinstellen möchte. Und ich habe vergessen, ich habe nämlich noch eine Lichterkette mit Sternchen mitgenommen. Die haben wir nämlich auch auf Hof Oelkers und die würde ich nämlich hier gerne mit einarbeiten. Ich habe hier so eine alte Tüte hier oben, da habe ich mir mal eben so ein Stück abgeschnitten, weil ich möchte nämlich das Steckmoos gerne hier einmal auf die Holzscheibe machen, einfach nur, weil das immer sehr, sehr stark färbt und ich denke, wenn ich jetzt hier mit Naturmaterialien, um die Scheibe ein bisschen zu schützen, werde ich mir das Steckmoose hier einmal ein bisschen mit Heißklebe raufkleben. Then you know it's Christmas. Und jetzt kann man das hier einmal in die Mitte oder auf die Mitte raufstellen. Ich nehme jetzt hier die anderen Sachen wieder weg. Jetzt haben wir ungefähr unsere Position. Und ich werde das auch nicht nass machen, weil die Sachen, die ich heute habe, die trocknen nämlich unheimlich super ein. Das heißt, sie sind sehr langlebig und sehen super aus. Und deswegen lasse ich das einfach so. Ich nehme das jetzt nur als Steckhilfe. So, die Amaryllis lasse ich oder stelle ich mir hier jetzt wieder in Position und das Steckmoos lasse ich jetzt auch so, da so, wo es bleiben soll. Und ich nehme jetzt meine Anlegemilch und werde hier die Amaryllis mit bestreichen, weil ich möchte gerne hier einfach
richtig schönes Gold. Also ich möchte gerne Natur, ich möchte Grün, ich möchte ein bisschen Gold und ich möchte Weiß. Und ich denke, diese Kombi, ja, ich hoffe, dass sie gut aussieht. Ich habe es noch nie gemacht und deswegen würde ich gerne von der Amaryllis her auf die Holzscheibe jetzt ein bisschen Gold ranmachen. Und ich nehme jetzt hier die Anlegemilch und bestreiche mir das so. Es muss auch nicht ordentlich sein, so wo man denkt, wie man es gerne möchte. Man kann auch ein bisschen nach vorne gehen, das finde ich auch gut. 'Cause Santa's on his way. Was jetzt wichtig ist, bevor wir das Gold da anlegen, es ist total wichtig, dass die Anlegemilch antrocknet. Das heißt, also solange es weiß ist, bitte nicht das Gold darauf legen, weil dann würde das verwischen und das würde nicht schön sein. Also wir warten jetzt wirklich, bis es hier einzieht und es zieht relativ schnell hier schon ein und wir warten eben jetzt, bis es richtig schön trocken ist. Hier sieht man es nicht so gut, weil die Amaryllis ja weiß gewachst ist. Dann nehme ich gleich einen Finger und gehe ein bisschen dagegen und wenn das anfängt zu wachsen, dann ist es super. 아주 우연히 듣게 된 그 노래 나도 모르게 숨죽여 들었어. Jetzt habe ich leicht wachsige Hände, aber jetzt zeige ich euch das mal. Ich nehme jetzt hier das Gold und dann kann man das super hier nämlich in den anderen Pinsel schon mal auf die Scheibe streichen. Und das mache ich jetzt mal überall. Streiche mir das richtig schön ran. And under the mistletoe, and then it's Christmas Day. So, und wenn ihr das Blattgold da angelegt habt und ordentlich rangestrichen habt, dann könnt ihr mit dem Pinsel jetzt, und da ist es immer gut, einen härteren Pinsel zu haben, ganz vorsichtig das Gold abzustreichen. Und auch das mache ich jetzt. Und kann man das sehen, Micha? Guck mal. Das kann man sehen. Da kann man super und es hält schon richtig gut auf der Holzscheibe. Wie gesagt, wir wollen es nicht ordentlich, wir möchten es schon natürlich. Das heißt, der Rand hier, der kann ruhig schön grisselig sein. Aber wie gesagt, da hat jeder ein anderes Empfinden und jeder kann das so machen, wie er will. Und diese anderen Stückchen hier, die wir haben, die bewahren wir immer auf. Und ich mache das da hinten dann mit in meine Tüte rein. Und dann kann man das wieder super benutzen. Und das ging wirklich rucki zucki, oder Micha? Ja, sehr schnell. Das ging wirklich schnell, weil das super eingetrocknet ist, auch gerade hier auf der natürlichen Baumscheibe. Und guck mal hier, diese Natur und hier auch mit der Amaryllis finde ich wirklich schön. Könnt ihr hier auch wirklich, wenn man das nochmal so richtig schön ranstreicht, also es sieht wirklich richtig schön aus. Ich finde das auch gut, wenn das so nach vorne hinweg geht. Und danach kann man das noch super weiterhin ja, mit diesem Gold dekorieren, finde ich, zu jeder Jahreszeit, auch zu Ostern, Frühjahr. Ja, es hat so einen ganz leichten, edlen Touch, finde ich. So, und die Amaryllis, die wollte ich ja gerne so drauf haben. Das heißt, das sieht so ein bisschen aus, ne, als wenn das hier einmal so nach vorne hinweg so ausgelaufen ist, oder Micha? Ja. So, und jetzt nehmen wir nämlich unser Steckmosi und das möchte ich wirklich einfach nur hier vorne platzieren. Ich gucke jetzt noch mal eben mit den Häuschen, damit wir auch wirklich noch mal die richtige Position haben. Das Kleine könnte auch, ja, ich mache es erstmal so. So, und jetzt haben wir unsere Position von dem Steckmoos und jetzt fangen wir nämlich langsam an mit dem Grün und jetzt nehme ich hier meine Kondifere und meine Thuja sowie meine Kieferzweige und ja, die stecke ich mir. Ich möchte das gerne einmal so quer rüber haben und die Zweige haben wir und ich werde jetzt die einmal hier auf Länge schneiden. Ich glaube, ich nehme hier schon mal einen Kiefernzweig. Und das riecht immer so wunderbar. Und fange an, einfach jetzt die Basis erstmal zur Seite hinweg zu stecken. Da kann man natürlich jedes Grün nehmen, was man gerne möchte. Und ich glaube, hier fange ich schon mal an, ein bisschen Kieferzweige zu nehmen. Und ich glaube, darunter, gerade von den Grüntönen, ist das natürlich fantastisch. Gerade hier mit der Thuja. Und die stecke ich mir noch mal eben hier unter. The joyful times we witness.
So, jetzt haben wir hier an den Seiten das, was wir an Grün haben, erstmal reingesteckt. Und ich denke, es knistert. Ich mache jetzt das Moos mal eben auf und werde jetzt hier erstmal anfangen, ein bisschen mit dem trockenen Moos das zu verkleiden. Und hier kommt jetzt schon mal auch hier hinten, und da werde ich jetzt auch wirklich den Heißkleber nehmen und mir das hier an das Steckmoos ein bisschen fixieren. Forever stays with us. Some Rudolph. Und auch hier oben und hier werde ich jetzt mit Moos das erst einmal verkleiden. Fears his wisdom and gather. Was natürlich schön ist, dass hier auch noch so helles Moos, also so, ja, wie sagt man, so ganz kräftiges Grün, ne? So helles, schönes Grün und hier auch das nochmal in Dunkel. Und da kann man jetzt natürlich super mit dekorieren und noch so ein paar grüne Highlights mitsetzen. Und auch das werde ich mir hier überall jetzt nochmal so mit drauflegen. Ist natürlich, wenn man sowas das erste Mal macht, immer so eine Sache. Aber wie gesagt, ich möchte ja eigentlich auch, dass es so wie ein Waldboden aussieht. Deswegen ist es natürlich praktisch jetzt wirklich mit diesen Grüngeschichten. Was ich merke, es ist natürlich dadurch, dass ich es nicht fixiert habe, ein bisschen rutschig. Aber das ist nicht schlimm, weil wir transportieren das nicht. Und ansonsten hätte man das wirklich hier mit Oasis Fix oder eben auch mit dem Heißkleber fixieren können. Aber hier hinten habe ich jetzt natürlich gut Luft und ich kann hier hinten mein kleines Lichterhaus drauf machen. Und ich bin jetzt wirklich am Überlegen, ne, Micha, ob wir das nicht vielleicht sogar, ich weiß nicht, hier vorne oder ich glaube, das ist ein bisschen zu viel, vielleicht sogar hier vorne mit drauf machen. Wie sieht denn das von vorne aus, Micha? Gut, das heißt, also hier haben wir jetzt das Moos. Wir haben jetzt ungefähr da, wo wir die Sachen hinstellen. Und ich werde jetzt hier noch ein bisschen Moos drauflegen und nochmal mit Grün ein bisschen nach oben gehen. Damit das noch richtig schön natürlich wird, habe ich jetzt hier ein bisschen von der Euphorbia abgeschnitten und stecke mir den Ast jetzt hier, ich glaube, den muss ich noch ein bisschen kürzer machen, gleich da nochmal mit rein. Und wir haben uns dazu entschieden, einfach hier einen richtig schön dicken, dunklen Zapfen zu nehmen und den hier nochmal hinter die Amaryllis zu kleben. Den kleben wir hier einfach nochmal rein. Das heißt, die Euphorbia, die dunklen Zapfen bringen jetzt nochmal diese richtig schöne, natürliche, dieses natürliche Braun mit. Und ich finde, jetzt kann man hier nämlich auch nochmal kleine Zapfen auch nochmal mit einarbeiten. So, und hier haben wir jetzt nochmal von der Euphorbia und auch den, finde ich, kann man super jetzt hier mit reinkleben und da werde ich, glaube ich, noch 2, 3 Stück mir eben abschneiden und die kommen dann nochmal mit rein. Und die weißen Holzsterne, die passen jetzt, finde ich, hier wirklich gut drauf. Hier schön auf den oder auf das Moos raufgelegt und da haben wir, glaube ich, 3 verschiedene Größen und ich werde jetzt hier ein paar nochmal mit reinlegen und jetzt wird es doch wirklich winterlich und weihnachtlich auf alle Fälle und ich würde mal sagen, vielleicht noch einen hier oben rauf und das machen wir jetzt hier einfach nur ein bisschen Heißklebe, hier auch und wir dürfen nicht vergessen, was haben wir noch? Wir haben ja noch die Lichterkette und die wollen wir auch noch einarbeiten. Und das machen wir gleich, aber die 3 Sterne fixieren wir uns erstmal hier rauf. Und was ich noch habe, normalerweise ist es auch für Möbel und Wände, aber ich habe ja noch dieses ganz leichte Goldpuder und das, finde ich, kann man jetzt so ganz vorsichtig hier noch mit drauf machen. Man kann es vorher auch mit Sprühkleber ein bisschen ansprühen und dann hält es natürlich perfekt. Aber wir wollen nur ganz, ganz leicht hier so ein bisschen kleine Gold-Highlights setzen. Das kann man jetzt auch noch mal ein bisschen hier auf die Zapfen rauf machen. Aber wirklich nur ein bisschen. So, und jetzt kommt die Lichterkette, ne Micha? Und Batterien sind drin. Lichterkette haben wir angemacht. Und jetzt kann man hier nämlich ganz vorsichtig, wunderbar die Lichterkette. Und deswegen habe ich das Grüne auch ein bisschen zur Seite weggemacht. Hier erstmal in das Moos. Aber natürlich auch hier in das Grün an den Seiten mit einarbeiten. Guck mal, wie schön das aussieht.
Jetzt haben wir hier das Grün und das Licht und so ganz leichtes Gold. Und ich finde, ja, ist ein kleiner romantischer Winterwald. Wraps the final. Kette ist drin und die Lichterhäuser gehen an. Ganz gut ist es, die haben auch einen Timer, die braucht man nicht immer an- und ausmachen. Die können jetzt wirklich einmal angemacht werden und dann gehen die von alleine an und nach 6 Stunden wieder aus. Und die Häuser stehen drin und das ist unser kleiner Lichterwald. Und das war heute unser Thema, ein kleines Dorf mit der Amaryllis, wenn die nämlich richtig schön hochkommt. Das sieht wunderbar aus und da haben wir sehr lange was von und mir gefällt das sehr gut. Ich glaube dir auch, Micha, oder? Ja, und das ist schön. Wirklich schön. Und wir hoffen natürlich auch sehr, dass es euch heute gefallen hat, euch inspiriert hat. Dann freuen wir uns natürlich sehr über einen Daumen hoch, wisst ihr ja. Und auf Facebook gerne uns folgen, auch auf Instagram, da kommen immer kleine Highlights, immer Bilder. Und genau, unsere Webseite existiert auch, die war einmal ganz kurz zu, ne Micha? Ja. Die hast du neu gemacht, genau. Und wenn ihr Artikel braucht oder irgendwas sucht, was wir gemacht haben, dann guckt immer hier auf unsere Webseite, weil da sind die Verlinkungen dann jeweils hin. Und genau, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, freuen uns auf euch, die nächsten Tage wieder mit und für euch zu dekorieren. Eure Conny und... Euer Micha, euer Kameramann. Genau, bis dann ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Forgive. You know it's time for Christmas.